Doctor Appointment. Orthopädiepraxis. Dr. Müller, guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Schneider. Ja, Herr Schneider. Ich möchte gerne einen Termin vereinbaren. Worum geht es? Ich habe Schmerzen. Wo genau? Im Rücken. Unten. Bandscheibe? Ich weiß nicht. Es tut höllisch weh. Sind Sie bereits Patient bei uns? Nein. Also Neupatient? Ja, ich wäre neu. Puh. Was heißt Puh? Als Neupatient ist es schwierig. Warum? Wir sind sehr voll. Haben Sie eine Überweisung? Ja, vom Hausarzt. Haben Sie die vorliegen? Nein, ich habe sie hier in der Hand. Okay. Es ist wirklich dringend. Ich kann mich kaum bücken. Ich schaue mal in den Kalender. Bitte finden Sie was. Alles rot. Nächste Woche? Nein, Nächsten Monat? der nächste freie Termin wäre am 15. Oktober. Oktober? Ja, Wir haben Juli. ich weiß. Das sind 3 Monate. Das ist normal bei Fachärzten. Ich habe jetzt Schmerzen, nicht im Oktober. Tut mir leid. Kann man da gar nichts machen? Wir sind vollkommen ausgebucht. Gibt es keine Akutsprechstunde? Doch, die haben wir. Wann? Immer dienstags und donnerstags. Uhrzeit? Von 8 bis 9 Uhr. Das klingt machbar. Achtung, Was? Sie müssen sehr früh da sein. Wie früh? Wir nehmen nur die ersten 10 Patienten an. Nur 10? Ja, mehr schafft der Doktor nicht. Okay, Die Leute stehen oft schon um 7 Uhr vor der Tür. draußen? Ja, auf der Straße. Das ist ja wie beim Schlussverkauf. So ähnlich. Okay, dann komme ich am Dienstag. Seien Sie pünktlich. Ich komme um 6:30 Uhr. Das ist eine gute Idee. Und wie lange warte ich dann? Bringen Sie ein gutes Buch mit. Warum? Die Wartezeit kann 3 bis 4 Stunden betragen. Im Wartezimmer? Ja, Uff. aber Sie kommen dran. Hauptsache, der Arzt sieht mich an. Dann bis Dienstag, Herr Schneider. Danke für die Info. Phone Repair. Hallo? Hallo, Zeigen Sie mal her. hier. Oh je, das sieht nass aus. Ja. Was ist passiert? Es ist mir runtergefallen. Wo rein? Ins Wasser. Waschbecken? Nein. Badewanne? Nein, in die Toilette. Ah, der Klassiker. Es ist mir so peinlich. Passiert jeden Tag. Wirklich? Ja, waren Sie am Texten? Vielleicht. Wie lange war es drin? Nur eine Sekunde. Eine Sekunde reicht. Ich habe es sofort rausgeholt. Und dann? Abgetrocknet. Haben Sie es angeschaltet? Ja, wollte testen, ob es geht. Großer Fehler. Warum? Das verursacht einen Kurzschluss. Oh nein. Geht es jetzt noch an? Nein, der Bildschirm bleibt schwarz. Gar nichts? Es vibriert manchmal. Das ist ein Wasserschaden. Kann man das reparieren? Das Problem ist die Korrosion. Korrosion? Rost auf der Platine. Klingt teuer. Ich muss es aufmachen. Und chemisch reinigen? Genau. Können Sie meine Daten retten?
Haben Sie kein Backup? Nein, die Cloud war voll. Schlecht. Meine Fotos, Urlaubsfotos? alles, Fotos von meiner Katze. Ich versuche es. Bitte, die Fotos sind mir alles wert. Das kann ich erst sagen, wenn ich es offen habe. Was kostet der Spaß? Die Reinigung kostet 40 €. Das geht ja noch. Wenn das Display kaputt ist, wird es teurer. Wie viel? Nochmal 120 € dazu. Egal. Egal? Machen Sie es. Retten Sie die Katze. Okay. Ich habe es übrigens in Reis gelegt. In Reis? Ja, übernachtet. Das hilft nicht. Alle sagen das aber. Das ist ein Mythos. Reis ist zum Essen da. Gut zu wissen. Kommen Sie morgen um 16 Uhr wieder. Danke. Sie sind meine Rettung. Post Office. Der nächste bitte. Guten Tag. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Ich habe hier einen Brief. Okay. Er ist extrem wichtig. Wie wichtig? Lebenswichtig. Oha. Es ist die Kündigung für meine Wohnung. Ach so, ich verstehe. Der Brief muss unbedingt morgen da sein. Unbedingt? Ja, sonst verlängert sich mein Vertrag um 3 Monate. Das wäre teuer. Eben. Wenn es wirklich rechtssicher sein soll, brauchen Sie ein Einschreiben. Ein Einschreiben genau. Wissen Sie welches? Gibt es da Unterschiede? Ja, große sogar. Okay, erklären Sie es mir bitte. Es gibt das Einwurfeinschreiben. Einwurf, okay. Da werfen wir den Brief nur in den Kasten. Und dann? Der Postbote dokumentiert das. Reicht das? Normalerweise ja. Aber dann gibt es noch das Einschreiben mit Rückschein. Rückschein klingt besser. Da muss der Vermieter persönlich unterschreiben. Aha. Und Sie bekommen eine Karte mit seiner Unterschrift zurück. Per Post? Ja, direkt in Ihren Briefkasten. Das ist der perfekte Beweis. Genau, das hält vor jedem Gericht. Mein Vermieter ist nämlich etwas schwierig. Sagen wir so, er ist vergesslich? Eher kreativ mit der Wahrheit. Er behauptet gerne, er hat nichts bekommen. Dann nehmen wir auf jeden Fall den Rückschein. Ja, sicher ist sicher. Haben Sie den Umschlag schon beschriftet? Noch nicht ganz. Hier, füllen Sie bitte diesen rosa Zettel aus. Den hier? Ja, ganz oben den Absender. Okay. Und unten den Empfänger. Bitte leserlich schreiben. Ich gebe mir Mühe. Meine Handschrift ist furchtbar. Das schaffen wir schon. So, fertig. Lassen Sie mal sehen. Ja, das kann man lesen. Wie schnell geht das jetzt? Normalerweise einen Werktag. Also ist er morgen da? Zu 90% ja. Nur 90%? Wenn Sie 100% wollen, brauchen Sie Express. Express? Ja, garantierte Zustellung morgen vor 12 Uhr. Ei, das klingt gut. Was kostet das? Das ist teurer. Wie viel? Etwa 12 € Aufpreise. 12 €? Ja. Puh, das ist heftig. Qualität hat ihren Preis. Nein, das ist zu viel. Sicher? Ja, er wohnt ja in derselben Stadt? Stimmt. Dann reicht das normale Einschreiben. Denke ich auch. Das macht dann 6,50 €. Inklusive Porto? Ja, alles zusammen.
Super. Brauchen Sie sonst noch etwas? Haben Sie Briefmarken? Natürlich. Welche? Die normalen. Für Standardbriefe. 85 Cents. Ja, geben Sie mir einen ganzen Bogen. Gerne. Das macht dann insgesamt 15 Euro. Mit Karte bitte. Natürlich. Bitte hier vorhalten. Delivery Driver. Hallo? Ja, hallo? Spreche ich mit Herrn Schneider? Ja, am Apparat. Hier ist der Lieferdienst Blitzpaket. Ah, endlich. Ich habe ein Paket für Sie. Super. Aber ich habe ein Problem. Was ist los? Ich finde Ihr Haus nicht. Das passiert oft. Mein Navi sagt, ich bin da. Was sehen Sie denn? Eine Baustelle. Nur eine Baustelle? Ja, und einen großen Bagger. Okay, Sie sind auf der Rückseite. Rückseite? Ja, das Navi führt alle Fahrer dorthin. Das ist falsch. Na toll. Sie sind in der Parallelstraße, oder? Kann sein. Ich stehe vor einem blauen Container. Genau, der blaue Container. Und jetzt? Sie müssen wenden. Wenden? Hier ist alles eng. Fahren Sie einmal um den Block. Okay. Biegen Sie rechts ab in die Gartenstraße. Gartenstraße. Moment. Haben Sie es? Ja, ich sehe das Schild. Gut. Und dann die zweite Straße links. Zweite links. Okay. Da sehen Sie eine Bäckerei. Bäckerei Müller. Genau die. Okay, ich bin davor. Jetzt suchen Sie die Nummer 42b. 42b. Wie Bertha? Ja, Ich sehe nur 42a. das ist das Vorderhaus. Und wo ist B? Im Hinterhof. Ach nein. Doch. Sie müssen durch die Einfahrt fahren. Durch diese kleine Einfahrt? Ja, Da passe ich nie durch. doch das passt. Mein Transporter ist breit. Der Müllwagen passt auch durch. Wirklich? Jeden Dienstag. Ohne Kratzer. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Okay, aber Vorsicht mit meinen Spiegeln. Klappen Sie die Spiegel ein. Gute Idee. Sind Sie jetzt in der Einfahrt? Ja, ganz langsam. Sie schaffen das. Es ist wirklich eng. Nur Mut. Puh, ich bin durch. Sehen Sie den Hof? Ja, hier stehen Mülltonnen. Perfekt. Ich komme runter. In den Hof? Ja, ich winke Ihnen zu. Super, ich warte hier. Bis gleich. Bis gleich. Hoffentlich komme ich hier wieder raus. Hotel Wi-Fi. Reception, hallo? Hallo, Hier ist Kevin. hier ist Zimmer 205. Ah, Frau Meier. Alles gut bei Ihnen? Nein, gar nichts ist gut. Was ist das Problem Ich habe ein Problem mit dem Internet. mit dem WLAN? Ja, Verbindet es nicht? doch, es verbindet. Haben Sie das Passwort? Ja, Hotel 2024, das geht. Und was ist dann los? Es ist langsam, Wie langsam? unglaublich langsam. Oh, Ich versuche zu arbeiten. verstehe. Ich habe gleich eine Videokonferenz. Über Zoom? Ja, aber das Bild friert ständig ein. Das ist ärgerlich. Ärgerlich ist untertrieben. Es ist eine Katastrophe. Tut mir leid. Woran liegt das?
Im Moment sind viele Gäste im Haus. Und? Alle sind im Internet. Das lastet die Leitung aus? Ja, leider. Abends streamen alle Netflix. Aber Sie werben auf Ihrer Website. Womit? Mit Highspeed WLAN. Ja, normalerweise ist es schnell. Das hier ist Schneckentempo. Haben Sie es mal neu gestartet? Mein Laptop? 3-mal. Kolon. Ich kann so nicht arbeiten. Haben Sie es in der Lobby probiert? In der Lobby? Da ist der Router näher. Da sitzen doch alle. Ja, ist gemütlich da. Ich habe ein vertrauliches Meeting. Ach so? Ich kann keine Geschäftsgeheimnisse in der Lobby besprechen. Stimmt, das geht nicht. Haben Sie keine andere Lösung? Lassen Sie mich überlegen. Schnell bitte, mein Meeting beginnt in 10 Minuten. Wir haben noch einen Businessraum Wow. im Erdgeschoss. Ist da das Internet besser? Der hat einen LAN-Anschluss. Mit Kabel? Ja, direkt in die Wand. Das ist stabil. Ist der Raum frei? Ich schaue nach. Ja, ist frei. Gott sei Dank. Ich gebe Ihnen den Schlüssel. Okay, das ist eine Lösung. Kommen Sie runter? Ich bin schon im Aufzug. Alles klar. Aber eine Sache noch. Ja? Das nächste Mal buche ich nur, wenn das WLAN im Zimmer geht. Wir arbeiten dran. Versprochen. So, Freunde, das war's für heute. Ihr macht tolle Fortschritte. Aber vergesst nicht, Konsistenz ist der Schlüssel zum Erfolg. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Das hilft uns sehr, mehr solchen Content zu erstellen. Und damit ihr die nächsten Abenteuer und Lektionen mit Sarah und mir nicht verpasst, klickt jetzt auf Abonnieren und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!